Also der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch, der warnt vor stark gestiegener Kinder- und Jugendkriminalität. Das Thema verdiene in seinen Augen höchste Aufmerksamkeit. Denn sowohl bei Kindern unter 14 Jahren als auch bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 sehe man einen steilen Anstieg an Tatverdächtigen. Dabei gehe es um Ladendiebstahl, Körperverletzung oder Sachbeschädigung. In der Zeit, sagte Münch, Kinder und Jugendliche seien besonders von Einschränkungen während der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Und diese psychischen Belastungen, die wirken noch bis heute nach. Rainer Wendt ist uns jetzt zugeschaltet, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Jens, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wendt. Guten Morgen nach Berlin. Hallo. Nun haben wir diese Warnungen vom BKA in puncto Jugendkriminalität. Was erleben Sie? Was hören Sie von den Kollegen? Also ist das wirklich ein bundesweites Phänomen? Also das, was Holger Münch, der Präsident des BKA, hier gesagt hat, deckt sich 1:1 mit dem, was die Polizei täglich erlebt, und zwar in allen deutschen Städten. Das macht vor keiner Region Halt. Wir erleben im Wesentlichen 3 Typen von Tätern, Kindern und Jugendlichen. Das sind die einen, die es schon immer gab, hätte ich was gesagt, die mal irgendwo stehlen oder irgendwo etwas kaputt machen. Das sind objektiv gesehen Straftaten, häufig aber auch mit entwicklungspsychologischen Schritten sozusagen begründbar. Das machen Kinder schon mal. Das heißt nicht, dass dies der Beginn einer kriminellen Karriere sein muss. Dann gibt es den zweiten Tätertypus, das ist schon weitaus gefährlicher. Organisierte Banden, die setzen diese Kinder ein, wohl wissend, dass sie nicht strafmündig sind und kein Verfahren eröffnet werden kann, und setzen sie ein, um beispielsweise organisiert Wohnungseinbrüche oder andere Straftaten zu begehen. Und dann ist der dritte, und das ist der gefährlichste Tätertyp, das ist das, was auch die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, und Sie haben ja heute Morgen auch in einem Beitrag darüber berichtet, erleben. Das ist brutalste Gewalt, Sexualstraftaten, Mobbing und viele andere Delikte, und das ist die gefährlichste Variante. Jetzt begründet der BKA-Präsident Holger Münch aber auch diesen Anstieg der Gewaltkriminalität weiterhin mit Corona. Haben Sie auch den Eindruck, dass tatsächlich Corona dafür verantwortlich ist, oder ist das zum Teil nicht auch organisiert? Also bei allem Respekt, das mag für einen kleinen Teil der Kinder und Jugendlichen zutreffen, aber gewiss nicht für den größten Teil. Die Erklärungen sind vielfältiger, so einfach kann man es sich nicht machen. Die sind beispielsweise, wenn man die Situation an Schulen sich betrachtet, darin begründet, dass vor allen Dingen junge Jugendliche, männliche Jugendliche glauben, dort ihr dominantes Verhalten austoben zu dürfen und dies mit brutaler Gewalt dann auch tun und es auch können. Denn auch da muss man sagen, wenn die notwendigen Konsequenzen nicht erfolgen, dann werden sie das als Ermunterung verstehen und auch weitermachen. Das heißt, die Probleme sind vielfältig, die Ursachen vielfältig, und deshalb müssen auch die Maßnahmen vielfältig sein. Ja, und das ist genau der springende Punkt. In der Problemanalyse sind sich also alle einig. Aber wie sieht es denn aus mit den konkreten Lösungen? Wie verhindere ich denn das? Vor allem, Sie haben ja gesprochen von den 3 verschiedenen Tätertypen. Da sind ja wahrscheinlich unterschiedliche Maßnahmen geboten. Ja, ganz bestimmt. Bei den ersten ist Sozialpädagogik an erster Stelle. Das heißt, die Zuwendungsgespräche für Kinder und Jugendliche, die gelegentlich eine Straftat begangen haben, mal als Mutprobe im Kaufhaus gestohlen haben oder Ähnliches. Das kann man durch gezielt eingesetzte Hilfe und Pädagogik durchaus reparieren, in Anführungsstrichen. Bei den anderen ist es schon weitaus schwieriger. Wir sagen beispielsweise, dass die Wirkung eines Strafverfahrens auch diejenigen erreichen muss, die jünger sind als 14 Jahre alt. Deshalb plädieren wir für eine Absenkung der Strafbarkeitsgrenze. Das bedeutet nicht, dass Kinder in den Knast gehören. Das bedeutet aber, dass auch die 12- bis 14-Jährigen sehr wohl die segensreiche Wirkung eines Strafverfahrens, nämlich die Konfrontation mit der Staatsanwaltschaft, mit der Polizei, mit der Gerichtsbarkeit erleben und dann auch erkennen, der Staat meint es wirklich ernst. Das heißt, beim nächsten Mal, und wenn du dann im Alter von 14, 15 Jahren bist, dann kann es durchaus auch zu Jugendarrest kommen. Und wer einmal in einer Zelle gesessen hat und die Tür zugemacht wurde, der weiß ganz genau, was das bedeutet. Auch das hat gelegentlich segensreiche Wirkung. Und für die Schulen gilt beispielsweise, da reichen auf gar keinen Fall Klassenbucheinträge. Straftaten bekämpft man nicht mit Klassenbucheinträgen, sondern mit Staatsanwaltschaften und Gerichten. Und das muss dann auch passieren. Das heißt, es müssen in jedem Fall, wenn Straftaten vorliegen, Strafanzeigen erstattet werden. Und dann liegt es natürlich an der Schulverwaltung
beispielsweise in Berlin, dafür zu sorgen, dass die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler nicht so ist, wie sie jetzt hier beklagt wurde, dass da faktisch kein Deutsch mehr gesprochen wird und kein Unterricht mehr möglich ist. Die Schulverwaltung, die jetzt antwortet, dass man die Probleme ernst nimmt, also mit so einer Phrase antwortet, das ist wirklich eine Frechheit, da muss vom Senat mehr kommen. Also Aufgaben für diverse Bereiche nun, denn diese Meldungen und Berichte sind alles andere als normal und sollten alarmieren. Herr Wendt, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke, Herr Wendt. Sehr gerne.